Und deswegen glaube ich heute daran. Diese Erfindung ist einzigartig. Und was auch immer erfunden wird, das Neue basiert immer auf dem Alten. Vor der Einnahme habe ich mir das Produkt genauer angeschaut, weil als Arzt nehme ich nicht einfach alles, was mir über den Weg läuft. Ich weiß nicht, ob Leute darüber sprechen oder nicht, aber es ändert die Laune, das heißt, man wird heiter. Und ab dem zweiten Tag war ich bereits eine andere Person. Und jegliche Symptome, die ich zuvor hatte, verschwanden. Und egal, es ist großartig. Ich fühle mich nicht mehr krank, überhaupt nicht. Und ich möchte den Leuten, die uns zuhören, nicht erzählen, dass sich unter den vielen Nahrungsergänzungsmitteln nichts Gutes befindet. Bitte sagen Sie es. Ich fand heraus, wie ich es einzunehmen habe. Und ich habe herausgefunden, wie ich es einzunehmen habe mit Vitamin C. Ich bin davon überzeugt. Morgens auf nüchternen Magen mit Wasser vor den Mahlzeiten. Und ich gab nicht nur eine Scheibe Zitrone hinzu, sondern machte gleich einen Saft. Und eine halbe Stunde danach oder Zitronenwasser mit Honig und trank es dann mit Synthesit oder nach dem Synthesit. Und heute ist der sechste Tag der Einnahme. Und natürlich erkundige ich mich über das Produkt, bevor ich es anfing, es zu nehmen. Denn ich als Arzt werde nicht einfach alles nehmen, was ich sehe. Und ich brauche eine wissenschaftliche Basis. Und trotzdem als Beruf bin ich zwar Arzt, aber jetzt bin ich Leiter einer christlichen Mission und auch pensioniert. Und so nach der ersten Einnahme, also damit das Produkt richtig arbeitet, kein Ergänzungsmittel ist in der Lage, gleich zu funktionieren. Am ersten Tag, ich hörte auf meinen Körper, aber nichts passierte. Und alles begann ab dem zweiten Tag. Zuvor war ich sehr, sehr schwach. Ich hatte eine komische Schwäche. Ich lief schlapp und wollte mich nicht bewegen oder irgendwelche Übungen machen, nichts. Das heißt, mein Zustand war halb krank und es war kalt und ich hatte Probleme mit der Verdauung. Das heißt, auch wenn ich wenig aß, hatte ich trotzdem immer ein Völlegefühl im Magen. Ich wollte essen, aber ich konnte nicht. Und dieses Problem dauerte an. Und ich als Gläubiger, ich bin zum Glauben übergegangen, aber ich wusste, dass es funktionieren würde. Und deswegen war ich überzeugt, dass es funktioniert. Und am zweiten Tag war ich bereits eine andere Person. Alle Symptome waren weg, die mich 3, 4 Monate lang beklagten. Und trotz der Pandemie blieb alles gleich. Es wurde nicht besser, es wurde nicht weniger, aber ich wachte auf und ich hatte es einfach nicht mehr. Es ist großartig. Also, wenn alles schnell passiert, das heißt, für diejenigen, die es auch nehmen werden, es wird ihnen helfen, denn wenn man zu Beginn schon eine gute Immunität hat, denn dies ist generell sehr wichtig. Und irgendwann in 2012 hatte ich Probleme mit der Brustwirbelsäule und ich fing an, gesünder zu leben. Ich achtete mehr auf die Sonne, die Luft, das Essen und körperliche Übungen. Aber trotz dessen fehlte immer etwas. Das heißt, ich hatte so ein inneres Gefühl, dass irgendetwas kommen wird. Und ich schaute ein Video über einen christlichen Propheten, ne, der sagte, dass sehr bald ein neuartiges Produkt erscheinen wird, welches die Ursache von Krebs und Alzheimer aufdecken kann. Und er nannte 2 Diagnosen, dass die Menschen bald dadurch mit diesem Produkt gewinnen können. Und ich wartete, denn ich glaube, dass das, was auch immer Gott uns geben wird, wird in Russland erfunden werden. Und ich wartete auf diese Erfindung. Und für mich war es das, auf das, was ich wartete. Und ich sah diese Erfindung
Und wenn mir bewusst wurde, dass alle Nahrungsergänzungsmittel aus natürlichen Produkten bestehen, das heißt Superergänzungsmittel, Superfoods, das Beste, was auch immer, sie bestehen alle aus Spurenelementen. Und die Welt wird einfach alt. Während der Flut fanden geologische Veränderungen in der Natur, im Klima statt. Und diese Veränderungen finden jetzt viel, viel schneller statt. Und das ist das zweite Gesetz der Thermodynamik. Alles ist abhängig von Entropie. Alles ist abhängig vom Verfall und es gibt keine Evolution. Und ich glaube nicht an die Evolution, ich glaube eher an Kreativität. Ich glaube, dass sich nichts verbessern wird, sondern eher verschlechtern. Aber es müssen Veränderungen stattfinden, welche diese Mikroelemente zurückbringen oder vorsintflutlichen Zeit. Und die Bibel beschreibt Menschen, die 900 Jahre lang lebten. Adam lebte zum Beispiel 930 Jahre. Sein Nachkomme Mufasal in der 4. Generation lebte 967 Jahre lang. Und das war der berühmteste und älteste Mensch. Und andere lebten 800 bis 920 Jahre. Und die genauen Zahlen sind dort. Aber da ich ein Gläubiger bin, glaube ich an die Autorität der Bibel. Und ich denke nicht, dass es sich um Märchen handelt. Und ich fand heraus, dass sich auf chinesische Erfinder beziehen, welche auch das Geheimnis dieser Produkte geben, welche in chinesischer Medizin benutzt werden und welche sogar vor den Kaisern geheim gehalten wurden, und obwohl sie nutzen durften. Aber trotzdem verraten sie uns das Geheimnis, wie es hergestellt wird. Und ich denke, Gott hilft den Menschen dabei, die Dinge, die bereits existieren, neu zu erfinden. Es ist ein Schöpfer, aber er erlaubt uns, das Bestehende neu zu erschaffen. Und dafür schafft er Möglichkeiten. Er findet bestimmte Wissenschaftler. Und ich verstehe, dass es sich um ein Eisenelement handelt. Und ich erinnere mich nicht, welches Eisen, Salz, Eisenzitrat, Zitrat, richtig. Es ist kein normales Eisen. Das heißt, der Körper erhält eine Kombination aus Eisenisotopen, die es eigentlich praktisch so nicht gibt. Und wir kehren zu diesen Kombinationen perfekter Kombinationen zurück, die Gott vor der Flut etablierte. Das heißt, noch im Garten Eden, wo Menschen für lange Zeit lebten, das ist einfach das Geheimnis dieser Spurenelemente. Und deswegen glaube ich heute, es gibt keine Gegenstücke dieser Erfindung. Und was auch immer erfunden wird, stammt von bereits Bestehendem ab. Und was passiert mit mir genau? Nun, ich bin 62 Jahre alt, ich machte Push-ups ungefähr 25 Mal mit großer Anstrengung. Und gestern entschloss ich mich, Push-ups zu machen und erzielte einen Rekord. Und den gestrigen Tag davor machte ich Push-ups 35 Mal. Und gestern 44 Mal. Und warum 44 Mal? Weil ich dann keine Kraft mehr für mehr hatte. Und jedes Mal, wenn ich Push-ups machte, sehe ich Veränderungen, als ob die Milchsäure schnell verschwindet. Das heißt, ich habe keinen Muskelkater, keine Schwäche. Und ich erhalte eine komische Wirkung auf gute Art. Und nach dieser Übung sind meine Muskeln mit neuer Kraft gefüllt. Sie wollen diese Übungen noch weitermachen. Und ich atme nicht mehr so schwer wie vor. Ich wohne im 2. Stock und jetzt kann ich die Treppen hochrennen. Und ich fand noch andere, mehr Interessantes heraus, dass diese Elemente dem Körper die Fähigkeit geben, junge Stammzellen zu produzieren, undifferenziert, welches die Grundlage unseres gesunden Gewebes darstellen. Und diese Stammzellen bei Älteren sind 5-mal weniger wie bei jungen Menschen. Und in jungen Menschen sind sie 10-mal
weniger wie in Kindern. Und wenn wir die Fähigkeit zurückgewinnen, Stammzellen auf diese ungewöhnliche Art zu synthetisieren, dann werden wir in der Tat in die Gegebenheiten des Garten Edens zurückkehren. Und es gibt eine christliche Prophezeiung, eine Legende, dass Menschen, die jetzt über 50 Jahre sind, sollten sich darauf einstellen, bis 100 zu leben. Und es gibt Möglichkeiten. Und wie? Ich wusste nicht, weil alles anders gesagt wird, aber unsere Natur verschlechtert sich, die Ökologie verschwindet und all dies sind Grundsubstanzen. Als ob man ein Haus auf Basis eines kaputten Fundamentes bauen müsste. Und wie soll das denn gut gehen? Und alle E-Stoffe, GMOs und machen nur Probleme und treiben dieses nur an. Und als Arzt beschäftige ich mich seit 2012 mit Naturheilkunde. Und interessant ist, dass es nur einen Krebsfall pro 100.000 Menschen im Jahre 1912 gab. Und jetzt ist jeder Vierte erkrankt. Was hat sich nur verändert? Haben sich die Menschen verändert? Nein, die Lebensweise, die Gott zuvor ideal erschaffen hat, hat sich verändert. Und die Erde und die Umwelt wurden durch uns verschmutzt. Und Gott hat nichts verändert. Und wir müssen lediglich zu diesen Konditionen zurückkehren. Und ohne dieses Produkt würden wir keinen solchen Durchbruch erleben. Und deswegen bin ich Ihnen und Gott für diese Möglichkeit sehr dankbar. Zu meinen genauen Resultaten, was kann ich noch sagen, ist, dass bereits am zweiten Tag meine Schwäche verschwand. Ich fing an, Push-ups zu machen und meine Gesundheit verbesserte sich, die Energie kam zurück. Und generell ist es toll. Ich fühle mich einfach nicht mehr krank, ich fühle mich gut. Und ich fing an zu reflektieren, was für einen Einfluss es hatte. Wenn ich es richtig verstehe, treibt es all diese Vorgänge an wie eine Art Welle, nicht nur materiell. Und ich bin kein Materialist, ich bin ein Gläubiger, und ich glaube, dass Synthese dies auf subtile Art beeinflussen wird. Und es ist nicht nur in der natürlichen Welt tätig. Wir sind spirituelle Kreaturen, keine Tiere, sodass Gott uns die Möglichkeit gibt, auf subtiler Ebene spiritueller zu kommunizieren, wo sich Engel befinden. Und nur diese Elemente können uns dafür öffnen. Und warum verloren Menschen die Verbindung zu dem Supernatürlichen, des gesunden und glücklichen Lebens? Das ist eine Erklärung, warum es unsere Stimmung beeinflusst. Ich weiß nicht, ob Menschen darüber sprechen, aber es beeinflusst ihre Stimmung, ihre Laune. Das heißt in Euphorie. Und das ist sehr nett, das ist sehr gut. Man ist in solch einer Welt voller Freude und Frieden. Und Menschen bemerken es. Und was sah ich noch? Ich begann weniger zu schlafen. Ich brauche weniger Schlaf. Ähnliches passierte mir auch, als ich mich nur von Rohkost ernährte. Ich machte ein Experiment. Rohköstler kennen diesen Effekt. Dadurch, dass sie lebendes Essen essen, erhalten sie lebende Enzyme, aber dafür haben sie andere Probleme. Sie erhalten nicht genügend Vitamine, welche sich im gekochten Essen befinden. Und deswegen ist auch eine Rohkostdiät nicht die Lösung. Das heißt, es ist notwendig, dass in den Elementen irgendeine Art von Innovation stattfindet. Und darauf hatte ich nun gewartet. Ich glaube, dass das passierte und ich glaube, Gott wird uns noch mehr Erfindungen freigeben. Ich weiß nicht, von welchem Element er es macht, aber ich denke, es ist das Richtige, da Eisen ein Element der Hämatopoese ist, welches das Hämoglobin-Chelat-Komplex bildet. Und aufgrund welches sich Blut rot färbt, zwecks des Eisens. Und es ist immer ein Symbol des Lebens, Sauerstoff übertragend. Und wo die Gewebe mit Sauerstoff gesättigt sind, ich würde es ein Ureisen nennen, welches genau die Aufgabe übernimmt, die Gewebe mit Sauerstoff so viel wie möglich sättigt.
Ich weiß nicht, haben Sie bereits davon gesprochen, die Umwelt zu alkalisieren, das heißt, Ihren Körper zu alkalisieren. Der pH-Wert unseres Körpers sollte um die 7,34 liegen, wie unsere Umwelt auch. Und in diesem Umweltzustand sterben Krebszellen, Parasiten, Infektionen normal ab. Und ich verstehe, dass Synthesit schnell die Möglichkeit bietet, die Immunität wiederherzustellen, sie gesund zu machen. Und Menschen sind sind immun, aber vielleicht nicht gesund. Und die Immunzellen, Makrophagien und Fresszellen reagieren nach dem Prinzip Freund oder Feind. Sie erkennen ein Element, ein freundliches oder feindliches, binden es an das Immunkomplex, tragen es weg vom System, vom Zentrum, wodurch überschüssiges subkutanes Fett und Osteophyten in der Wirbelsäule, Glaukom, Katarakte, Linsentrübungen gebildet werden. Und all diese sind Rückstände, Giftstoffe, mit denen der Körper vollgestopft ist. Und dieses Eisen verarbeitet dies. Es gibt Immunität. Die Fähigkeit, direkt gesunde immune Zellen zu bilden. Denn viele dieser Immunzellen sind sehr schwach und sie können Eindringlinge nicht erkennen. Und heute müssen wir mit einer Pandemie kämpfen und Menschen leiden darunter. Sie leiden an starken Symptomen. Aber warum? Ihr Immunsystem erkennt diesen Virus nicht. Das heißt, Menschen sterben nicht am Virus, sondern daran, dass ihr eigenes Immunsystem, ihr Organismus dem nicht entgegenwirken kann. Und ihr Immunsystem kennt diesen Virus nicht, aber er merkt trotzdem, dass etwas nicht stimmt und fing an, alles abzuwehren, auch seine eigenen Zellen. Und die sogenannte Autoimmunreaktion oder der Zykonsturm. Und viele Menschen starben aufgrund dieser Zykonsturm, wie dem eigentlichen Virus. Und das ist Folge eines schwachen Immunsystems. Und eigentlich müsste das Immunsystem Fremdkörper sofort erkennen können. Und warum werden Kinder nicht krank? Deren Immunsystem ist intakt. Die Zellen erkennen Fremdkörper, Viren. Und die Immunzellen der Erwachsenen können dies nicht mehr differenzieren. Und deswegen ist die Reaktionszeit bei uns sehr verspätet. Und die sollte nicht sein. Das heißt, die Autoimmunreaktion zerstört den Virus und seine eigenen Zellen. Und wie ein blinder Mann mit einer Waffe in der Hand. Das Immunsystem arbeitet nicht richtig. Es wird belastet durch Ablagerungen, Giftstoffe und ungesunde Ernährung. Und als Ergebnis sehen wir, dass die Immunität reagiert. Die Immunzellen reagieren als erstes, dass sich deren Zellen schneller erneuern als andere. Und hier handelt es sich um eine schnelle Erneuerung und der Körper bemerkt, ob es gegen die richtige Substanz ankämpft. Als erstes reagiert immer das Immunsystem. Zum Beispiel nach 14 Jahren haben sich die Knochenzellen neu ersetzt. Unsere Zellen regenerieren sich zu unterschiedlichen Zeiten. Leberzellen in 180 Tagen, wobei Immunzellen bereits nach ein paar Tagen erneuert sind. Und deswegen reagieren sie auch am schnellsten. Es ist toll, sehr interessant, denn somit können wir die Resultate schnell erkennen. So erkläre ich mir es zumindest. Und wenn man es sich genauer anschaut, dann handelt es sich eigentlich um Isotope, die es so hier auf der Erde nicht gibt. Und es ist großartig, diese synthetisieren zu können. Und es gibt amerikanische Produkte, die auch Stammzellen synthetisieren, sodass wir nicht die Stammzellen von jemand anders benötigen. Und es gibt viele Probleme in der Transplantation von Stammzellen, fremdes Gewebe und es ist nicht kompatibel miteinander. Und somit würde man seinen eigenen modulieren, was normaler und besser ist.
Und der Weg zur Verjüngung, ich las, dass graue Haare dunkler werden. Ich glaube sogar, die Falten der Frauen werden verschwinden. Für Frauen ist das sehr wichtig. Und Synthesit hilft dabei, neue Stammzellen zu synthetisieren und somit den Verjüngungsvorgang anzustoßen, welcher auch Falten reduzieren kann. Und diese Information ist wirklich sehr hilfreich und sie werden nicht nur lange leben, sondern auch jung dabei ausschauen. Und in der Bibel steht geschrieben, dass Moses mit 120 Jahren sehen konnte, hören konnte. Er war noch so stark, dass er Waffen tragen konnte. Zum Beispiel versuchten sie, die Frauen Abrahams in die Harem zu entführen. Sie war 75 Jahre alt und Menschen schauten sehr jung aus. Das heißt, sie wurden trotzdem alt und lebten ihr Leben, aber sie schauten jung aus. Und das mit 400, 500 und 600 Jahren. Als Noah 500 Jahre alt war, war er noch in der Lage, Kinder zu zeugen. Sein Organismus funktionierte. Und jetzt sehen wir, inwieweit unsere Umwelt gegen uns ist. Alles verschlechtert sich, aber gleichzeitig auch nicht, denn es gibt Fortschritt, es gibt neue Innovationen und das sollte man nicht vergessen. Und ich möchte den Menschen einfach nur sagen, dass es eine große Menge an Nahrungsergänzungsmitteln gibt. Aber man sollte nicht gleich aufgeben, wenn man nicht das Richtige findet, sondern auch, wenn man manches nicht richtig macht und wenn manches nicht richtig ist, heißt es nicht, dass man es nicht das Richtige für sich finden kann. Man muss schauen und ausprobieren. Und es gibt viel Falsches, aber unter den vielen Falschen gibt es auch das Richtige. Und keiner würde unechte Dollar drucken, wenn es keine echten geben würde. Keiner druckt $380 aus irgendeinem Grund, kopieren all die echten. Und deswegen gibt es unter den Unechten auch echte. Man muss sie nur finden. Und ich denke auch, dass die Entscheidung von Spezialisten und die Entscheidung von Ärzten dies beeinflussen wird. Und ich würde Personen raten, es einzunehmen, obwohl sie mich jetzt nicht direkt danach gefragt haben. Meiner Meinung nach empfehle ich es sehr. Und ich sah erst die Ergebnisse und ich verstehe auch, warum ich dies sah. Und mir ist alles klar, auch seine wissenschaftlichen Erklärungen. Gut, wir warten auf mehr.